Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Fusion-Tutorial. Bestimmt wollte jeder von uns mal so einen Körper aus einem Rohteil ausgefräst haben. Aber nicht wie man es kennt, dass in ein Rohteil was hineingraviert wird, sondern dass die Fläche um den gewünschten Körper oder um die gewünschte Schrift weggefräst wird, so dass das gewünschte Element oder der gewünschte Körper stehen bleibt. Und darum soll es in diesem Video gehen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Anwendung an. Also wo braucht man das eigentlich? Ich denke, so ein ganz klassischer Fall ist ja so ein Brennstempel. Hier kann man so 2 Exemplare sehen. Wie bereits erwähnt, muss alles weggefräst werden und nur das, was man haben möchte, bleibt stehen. Hier auch der Körper dazu. Die Schrift ist so erhöht und alles außenrum wird weggefräst. Es gibt auch ein YouTube-Video dazu. Oder wie hier schön zu sehen, so ein Logo in einem Schneidebrett. Und das sieht wirklich super aus, wenn die Schrift so erhöht dasteht und nicht hineingefräst wird. Auch die Haptik ist wirklich sehr, sehr schön. Ich denke, das sind so 2 klassische Anwendungsfälle. Okay, machen wir jetzt einfach mal weiter. Fangen wir mit der Konstruktion an. Wir konstruieren das Ganze. Man kann schon sehen, ich wollte es ursprünglich viel größer machen, habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich auf ein Problem aufmerksam machen möchte. Die Konstruktion ist nichts Wildes. Ein Würfel, dann einfach ein Text erstellt, ein Hashtag rein, keine Ahnung, ich glaube das ist Areal, und dann wird das heraus extrudiert, also wirklich nichts Wildes. Dann wird das ein bisschen skaliert, einfach ein bisschen kleiner gemacht und in die Ecke geschoben. Mehr ist es gar nicht. So, fangen wir mit den Problemen an. Was genau ist denn da das Problem? Natürlich können wir mit einem Schaftfräser hier einfach so durchfahren und dann bleibt es stehen, sondern für so einen Brennstempel. Das Problem ist nur, mit einem Schaftfräser kommen wir nicht in die Ecken. Und wir wollen natürlich die Kontur so genau wie möglich haben. Und mit so einem 1 mm Fräser, das macht einfach keinen Spaß. Da brauchen wir für so ein kleines Teil mehrere Stunden. Das ist ja Quatsch. Deswegen benutzen wir auch so gern einen Gravierstichel und fährt dann die ganze Kontur ab. Dass hier dabei so eine Schräge entsteht, ist ja manchmal sogar gewollt. Und jetzt beim Brennen zum Beispiel, so ein Brennstempel, stört es ja auch nicht. Nur wenn man es einfach so abfährt, wie bereits schon erwähnt, bleibt ja das alles stehen und das möchte man nicht, das möchte man ja weghaben. Das heißt, ich zeige es einfach mal hier. Das heißt, wir fahren erstmal mit so einem Schaftfräser vorher alles ab und lassen ein bisschen Material stehen für den Gravierstichel. Ich zeige mal zuerst hier, wie es, ja, das könnte man jetzt falsch nennen, wie es falsch läuft. Also Geometrie unten, wir wählen eine Tasche aus und sagen dem Schaftfräser, das ist jetzt ein 1,8 mm Schaftfräser, sagen uns Geometrie, diese Fläche, bei den Höhen machen wir nichts, bei den Durchgängen machen wir nichts und dann sieht es so aus. Das heißt, der Schaftfräser fährt natürlich direkt an den Körper an, wo er es kann. Hier bei dem Winkel schafft das ja nicht ganz und so sieht dann der Körper aus. Wenn man jetzt mit dem Gravierstichel, hier mein 22,5 Grad Gravierstichel, und wenn man diese Geometrie auswählt, unverändert habe ich gar nichts gemacht, genau, dann sieht das so aus. Das heißt, der sagt, okay, du willst das abgefahren haben und ich erzeuge diese Schräge nicht außerhalb, sondern innerhalb. Ist nicht gewollt, also das wollen wir ja nicht, dass es dann so aussieht. Und deswegen blende ich gerade mal wieder den Körper ein. Also das nimmt er uns ja weg, was dunkelgrau ist. Und das verfälscht ja unseren Körper. Das heißt, so geht das nicht. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Also, ich fange jetzt einfach mal mit diesem Fall an. Geometrie oben mit Aufmaß. Unser Schaftfräser muss wegbleiben von dem Körper. Nur ist die Frage, wie viel. Mein Hashtag hat eine Höhe von 1,5 mm. Und jetzt berechnen wir es einfach mal zu Fuß. Eine komplett neue Seite, also da habe ich noch nichts vorbereitet, erstellen dann eine Skizze
und sagen hier 2 mm Wandhöhe. Ich zoome mal ein bisschen ran. So. 2 mm Wandhöhe. Und hier machen wir eine Schräge von 22,5 Grad. Was stört ihn jetzt? Ach so. Das muss natürlich verschränkt werden auf horizontal. Das ist ja unser Gravierstichel. Beziehungsweise, ich male es mal ein bisschen überspitzt. Was wird denn da haben? Vielleicht so, ja. So sieht er in Wirklichkeit aus. So. So sieht ja unser Gravierstichel aus. Und das Dreieck hier unten ist ja die Arbeitsfläche, sage ich jetzt mal, in unserem Beispiel. Und hier kann man sehen, diese Fläche hier, 0,828 müssen wir, oh ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht, das sind nicht 2, sondern 1,5 mm. So. Wir müssten mit unserem Schaftfräser 0,621 mm wegbleiben, damit der Gravierstichel hier diese Fläche zum Arbeiten hat. Also, ich sag mal, so wird es ja dann aussehen. So ungefähr. Diese Fläche hier müssen wir für den Gravierstichel übrig lassen. Also 0,621. Jetzt öffnen wir gerade mal die Excel-Liste. Jetzt kann man hier schon sehen, die meisten kennen es ja. Also Fräser Vorschub, so ein Inlay-Rechner. Und jetzt ganz neu der Gravur-Offset-Rechner. Man trägt hier die Gravierspitze ein, immer nur die eine Flanke, also 22,5 Grad. Die Summe ist 45. Da tragen wir uns einfach mal eine 0 ein, weil das ist auch optional, da erkläre ich später was dazu. Und die Wandhöhe, also hier 1,5 mm. Jetzt sagt Excel, hey, hier machen wir ein Aufmaß von 0,621. Radiales Aufmaß, in der Regel für den Schaftfräser. Und das machen wir jetzt. Also, wir machen eine Tasche. Man hätte auch Adaptive Clearing nehmen können. Hier mein 1,8 mm Schaftfräser. Als Geometrie wählen wir diese Fläche aus. Bei den Höhen mache ich gar nichts. Und bei den Durchgängen, hier kann man sehen, 0,621. Das ist genau die Fläche, die man übrig stehen lassen muss für die Gravierspitze. So sieht es dann aus. Jetzt wählen wir eine Kontur. Hier kann man sehen, 22,5 Grad, mein Gravierstichel. Als Geometrie wähle ich die Geometrie oben aus. Ich muss sagen, ich wähle immer die Geometrie oben aus, weil ich erzähle es erstmal fertig mit der Kontur. Bei den Höhen muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier muss man die Endhöhe eintragen von unserem Körper. Und bei den Durchgängen machen wir einfach gar nichts. Und so sieht es dann fertig aus. Genau wie wir es haben wollen. Ich habe es mir angewöhnt, immer die Geometrie oben auszuwählen, weil man beim Gravieren kein Offset machen kann. Jetzt zeige ich das gerade mal. Also hier Geometrie, Gravieren. Die Tasche ist unverändert. Und wenn wir jetzt hier Gravieren auswählen, kann man sehen, jetzt ist unten ausgewählt, aber nur weil man die Außenkontur noch mit anklicken muss. Und wenn man die Durchgänge anklickt, sieht man, man kann hier kein Offset eingeben. Und in der Regel klickt man immer oben an. Deswegen habe ich mir das so angewöhnt, ich klicke einfach immer die Kontur oben an. Wenn es nicht anders geht, wenn man mal die Kontur unten anklicken muss, dann gibt es auch hier diesen Fall, Setup 1, Geometrie unten mit Aufmaß. Tasche ist unverändert, wieder eine Kontur, mein Stichel, als Geometrie dieses Mal die Geometrie unten. Und hier muss man aufpassen, bei den Höhen machen wir nichts, denn das ist ja schon unser fertiges Maß, also unsere fertige Höhe. Und bei den Durchgängen muss man jetzt aufpassen, hier Rohteilaufmaß, denn wir müssen hier dasselbe Aufmaß eintragen wie bei dem Schaftfräser zuvor. Und auch das funktioniert. So sieht es dann aus, wenn man die Geometrie unten anklickt. So, jetzt wollte ich noch was zeigen. Nämlich so mache ich das auch. Ich zeige es gerade mal hier bei meinem Logo. Ich mache das nämlich mit einem Werkzeug. Mit demselben Gravierstichel
wird hier diese feine Kontur ausgefräst, aber auch die Tasche. Wir schauen uns das mal hier an. Geometrie oben mit Aufmaß, ein Werkzeug. Ich nehme eine Tasche und sage hier mein Gravierstichel. Jetzt hat mein Gravierstichel eine Besonderheit. Ich zeige es mal. Ich meine, das ist der, ja. Der hat unten hier so eine Spitze. Also der ist unten flach, läuft erst konisch zu und wird dann unten flach. 0,3 mm. Und das Tolle ist, ehrlich gesagt bin ich echt ein Fan geworden von dieser Gravierspitze. Wenn man jetzt Geometrie einfach sagt, hey, ich will diese ganze Fläche, dann ist es wie wie so eine Sonderfunktion. Also ist eine Gravierspitze und Schaftfräser in einem. Finde ich toll. Man muss halt wissen, wo man es benutzt. Dauert natürlich ein bisschen länger, aber man spart sich so einen Werkzeugwechsel. Und das wollte ich einfach mal zeigen. Kommen wir abschließend noch zu diesem Punkt. Optional Gravspitze tiefer eintauchen lassen. Es kann vorkommen, dass die Gravierspitze hier noch ein bisschen was stehen lässt. Nämlich, wenn der Schaftfräser es nicht bis in die Ecke geschafft hat, die Gravierspitze aber so knapp im Eck durchfährt, dass hier noch was stehen bleibt. In dem Video Inlays-Rechner kann man das sehr schön sehen, da erkläre ich es auch ein bisschen besser. Und um das wegzubekommen, kann man die Gravierspitze noch tiefer eintauchen lassen. Und das machen wir jetzt. Wir sagen, Gravierspitze, fahr noch tiefer in das Rohteil ein, als diese 1,5 mm in unserem Beispiel. Dann sagt die Excel-Liste, kannst du machen, aber du musst mit der Gravierspitze, wie bei dem Schaftfräser, nochmal ein Offset dazu rechnen, nämlich von 0,207. Gehen wir zu Fusion, ich habe hier ein neues Setup gemacht, Geometrie, oben Aufmaß, noch tiefer. Tasche unverändert. Bei der Kontur sagen wir, also wieder die gleiche Geometrie, die Höhe 1,5 und sagen bei den Durchgängen radial diese 0,207 und axial 0,5. Denn das ist ja logisch. Wenn die Gravierspitze tiefer eintaucht und um diese Schräge erhalten bleiben soll, dann müssten wir einfach 0,207 noch hinzurechnen, um von der Wand wegzubleiben. Und das sieht dann so aus. Dazu muss ich das Modell ausblenden. Und ja, genau. So sieht es dann fertig aus. Man kann sehen, die Gravierspitze taucht noch tiefer ein und nimmt dann nochmal was weg. Ist einfach nochmal so ein Happy Feature. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, ich habe das noch nie genutzt, jetzt bei dieser Gravierfunktion, wenn irgendwas stehen bleiben soll. Ja, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wie ihr damit zurechtkommt. Sagt ihr, ja, das ist eine super Sache oder funktioniert in der Praxis nicht ganz so gut. Obwohl ich sagen muss, bei mir funktioniert es sehr gut. Und lasst mir doch einen Kommentar da, wie ihr damit zurechtkommt. Würde mich echt freuen. Also bis zum nächsten Video. Ciao.